Krass, einfach nur krass. Für 3 Tage werde ich in der auf 2500 Höhenmeter gelegenen Kleinstadt Karimabad unterwegs sein. Die Umgebung erkunden und wandern gehen. Als ich ankomme und etwas durch die Stadt laufe, lerne ich Elias kennen. Ich bin Reiseführer für 25 Jahre. 25 Jahre. Reiseführer, wow. Er führt mich etwas durch die Stadt. Die Berge, die man hier sieht im Hintergrund, die jetzt ein bisschen in den Wolken sind, die sind einfach 7300 Meter hoch. Außerdem schauen wir uns die Altit Fort an, welche im Mittelalter als Pforte für Karimabad diente. Wir sind jetzt bei der Pforte angekommen und das ist richtig spannend. Hier sind so ganz dichte Gänge irgendwie und alles aus Stein und hier sind auch die Leute unterwegs und ganz viele Kinder sind draußen und spielen. Also hier ist richtig viel Leben, was echt spannend ist. Morgen werden wir mit dem Jeep unterwegs sein und zwar mit so einem hier und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Morgen um 9 Uhr geht's los. Jetzt wird es auch schon langsam dunkel, wir werden es jetzt auf den Heimweg machen und dann werde ich mich ausruhen, gut schlafen, weil morgen steht einiges an. Der zweite Tag startet mit perfekten Wetterbedingungen. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Plan ist, verschiedenste Orte zu besuchen und zwischendurch immer wieder Stopps an schönen Orten zu machen. Wir haben jetzt gerade mal mitten auf der Straße angehalten, weil da vorne ist ein Berg und der ist einfach 7800 Meter hoch. So, der Mount Everest ist, glaube ich, 8800 Meter hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist einfach nur, also ich meine, 1000 Meter ist schon nochmal ein großer Unterschied, aber wow, also wie riesig das ist echt verrückt. Hier sieht man den Atabat Lake, der durch ein Erdbeben im Jahr 2010 entstand. Durch einen Bergsturz bildete sich ein Staudamm, welcher den Fluss Hunza blockierte, wodurch sich dann der Atabat Lake entwickelte. Gerade sind wir übrigens auf dem Karakoram Highway unterwegs. Wenn man hier immer weiter fährt, kommt man zum höchsten Grenzübergang der Welt nach China. Unser nächstes Ziel führt uns über eine sehr holprige Straße. Vorbei am Boris Lake bis zu einem Aussichtspunkt, von wo aus man den Pasu-Gletscher und etliche Berge über 7000 Höhenmeter sehen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen. Noch nie in echt, auf Bildern, aber das ist nicht ansatzweise das, was es ist, wenn man dann hier in echt steht. Von hier aus machen wir eine Wanderung mit wirklich unglaublichen Aussichten. Das Krasse ist halt echt, dass wir auf 2900 Höhenmetern gerade sind und trotzdem geht es da noch sowas von bergauf. Also unsere 1,5 Stunden Wanderung ist jetzt vorbei und wir werden jetzt hier vorne, ist eine Straße, wieder eingesammelt von dem Jeepfahrer und fahren jetzt zu einer Brücke, die über den Fluss hier führt und ja, die Brücke soll auch nicht ganz ohne sein. So, wir sind jetzt angekommen an der sogenannten Suspension Bridge und hier sind auf jeden Fall auch
mehr Touristen zu sehen. Da, wo wir vorher waren, war wirklich niemand. Wir haben 3 Steinböcke gesehen, aber das war's. Also ich bin jetzt einmal drüber gelaufen über die Brücke. Teilweise war es kurz ein bisschen beängstigend, weil die Bretter jetzt nicht so wirklich stabil erscheinen und da manchmal etwas größere Lücken sind. Aber es war jetzt auch nicht zu heftig und es ist zum Glück auch nicht zu hoch. Kann man mal machen, aber ist jetzt nicht so mega speziell oder so. Da gefallen mir so Wanderungen in der Natur schon besser, vor allem weil es halt auch ein bisschen touristisch hier ist. Genau, aber war trotzdem eine ganz coole Erfahrung. Jetzt besuchen wir noch eine Weberei, wo 2 Frauen traditionelle Teppiche weben. Ich finde es ziemlich spannend, einmal zu sehen, wie die Teppiche handgefertigt werden. So, und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Station angekommen, und zwar beim Mittagessen. Die ganze Zeit unterwegs zu sein und zu filmen, in Kombination mit der ungewohnt dünnen Luft, erschöpft mich dann doch ganz schön. Und ich bin froh, wieder in meinem Hotel anzukommen. Was ein verrückter Tag, also ich habe wirklich so viel erlebt und es hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Eine Sache, die mir hier noch aufgefallen ist in Karimabad, ist, dass deutlich mehr Frauen unterwegs sind auf den Straßen und alles so ein bisschen gelassener ist, vielleicht nicht ganz so konservativ, wenn man das so sagen kann. Und ja, so eine gewisse Offenheit herrscht, ist auf jeden Fall nochmal was anderes als jetzt in den Städten. Und naja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Jetzt werde ich mich erstmal in dem wunderschönen Zimmer hier entspannen und ein bisschen die Sonne genießen. Morgen nehme ich euch dann wieder mit. Für heute war es das erstmal und seid gespannt auf morgen. Das wird bestimmt auch wieder mal abenteuerlich. Heute machen wir eine 3- bis 4-stündige Wanderung von Karimabad aus, zu einem Aussichtspunkt, von dem man anscheinend einen komplett schwarzen Gletscher sehen kann. Der Höhenunterschied zu Karimabad beträgt dort ca. 400 Meter. Wir sind jetzt noch nicht mal aus dem Ort draußen und ich muss schon die Jacke ausziehen, weil es so heiß ist, durch das ganze Bergauf laufen und mein Herz pumpt echt richtig, richtig schnell. Die Zeit hier hat mir unglaublich gut getan und ich bin sehr gespannt, was ich als nächstes erlebe. Wenn ihr auch wissen möchtet, wie es bei mir weitergeht, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen.